Hallo! Ja, die 10. Staffel, 2. Input-Café mit Martin. Heute ein interessantes Thema, Lebensstil. Was bewirkt ein Lebensstil? Welchen Lebensstil lebe ich? Und es gibt da im Titusbrief, Kapitel 3, im ersten Vers einige Aussagen, die mich beschäftigen und die wir miteinander angucken können. Da sagt Apostel Paulus zu Titus: Erinnere die Menschen daran, sich so zu verhalten, wie es der Staat und ihre Herrscher es vorsehen, dass sie gehorsam sind und bereit sind, Gutes zu tun, so wie es sich ergibt. Über niemanden schlecht zu sprechen, ja, friedlich zu sein, sich zu bemühen um andere Menschen und allen gegenüber Demut zu zeigen. Da haben wir ein Bild eines Lebensstils. Ja? Also es sind nicht einzelne Ziele, sondern wir sehen hier eigentlich von Apostel Paulus eine Beschreibung eines Christenmenschen. Wie ist er? Er ist kein Revoluzer im negativen Sinne, vielleicht im positiven schon. Ja, er ist bereit, Gutes zu tun, sich einzuordnen, das Beste für den Nächsten zu suchen, demütig zu sein. Also wir sehen ein Bild, eine Beschreibung eines Bildes. Es wäre falsch, jetzt die einzelnen Punkte zum Fokus zu machen, sondern vielmehr dieser Gedanke, wie kann ich das Wesen von Christus so in mich integrieren, damit ich es natürlich auslebe in meinem Alltag. Und bewirkt das etwas? Und es ist ja interessant, wenn du auf dein Leben achtest, wenn ich auf mein Leben achte, da gibt es Augenblicke, wo ich das Gefühl habe, Mann, bin ich fruchtlos. Dann kriege ich so eine Art geistlicher Krise, dass ich denke, also 4 Monate ist kein Mensch zum Glauben gekommen durch mich, das ist ja furchtbar und ich mache ja keinen Unterschied aus und was bin ich für ein schrecklicher Christ, ja? Und wenn es mal rund läuft und Menschen werden geheilt und kommen zum Glauben, dann habe ich so das Gefühl, jetzt lebe ich so, wie ein Christ leben sollte. Und eigentlich ist das verkehrt, denn Christsein geht nicht um Quoten, die wir erreichen, im Christsein geht es um einen Lebensstil. Lebensstil, der transparent Jesus in uns für die Welt sichtbar macht. Was bewirkt das? Also wenn ich zurückdenke, beinahe überall, wo wir gewohnt haben, haben wir nachher gehört, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Zuerst, ich mag 19 oder 20 gewesen sein, war frisch, heiß in Jesus verliebt. Wir wurden von einem Bankkunden eingeladen, Silvester zu feiern. Ich kannte seinen Kontostand, wir haben uns aufgepeppt, haben die besucht und die waren dann da, ich mit Anzug, Krawatte, meine Frau mit einem schönen Kleid und die waren alle in Jeans und T-Shirts. Und da war eine Frau da mit ihrem Mann und wir haben über Jesus gesprochen und bla bla bla. Es war harzig, aber es war wie es war und ich war jung. 30 Jahre später bestimmt. Während einer Konferenz kommt eine Frau auf mich zu und sagt, heißen Sie Bühlmann? Ja. Haben Sie mal in Thun in der Schweiz gelebt? Ja. Waren Sie auf dieser und dieser Bank tätig? Ja. Waren Sie am Silvester so und so bei einer Party? Ja. War das bei dieser Familie? Ja. Ach, dann sind Sie der Martin, den ich kenne. Ich wollte nur sagen, Jesus hat mich gefunden und mein Leben verändert. Und es war so interessant für mich, das Gefühl an jedem Abend war gewesen, nichts erreicht, du hast dich zum Clown dieser Menschen, dieser Situation gemacht und sowieso einen falschen Augenblick gewählt und Jahre später kommt Frucht. Oder da kam ein junger Mann, das mag vor 15 Jahren gewesen sein, auf mich zu und sagte, hey Martin, ich kenne dich, kennst du mich? Nö, ich kenne dich nicht. Ich war dein Nachbar in dem und jedem Haus. Ach so, und wir kamen jeweils am Nachmittag zu euch und du hast, ich erinnere mich nicht daran, du hast uns am Nachmittag irgend so etwas zu essen gemacht und von Jesus erzählt.
Und ich wollte dir nur sagen, heute lebe ich im Zürcher Oberland und ich habe eine Gemeinde gegründet. Und erstens habe ich mich nicht erinnert, dass diese Kids zu uns gekommen sind. Zweitens, keine Ahnung, dass wir ihnen etwas zu essen gegeben haben, Kuchen oder so. Drittens, dass ich mit ihnen über Jesus gesprochen hätte. Da war alles nichts. Aber offensichtlich hat unser Lebensstil etwas ausgelöst. Und so geht die Geschichte weiter und weiter. Also mindestens 6, 7 Orte, wo Menschen im Nachhinein zu mir gekommen sind und erzählt haben, wie der Lebensstil von uns, dieses integrierte Christsein, das einfach Christsein lebt, Veränderung in ihr Leben gebracht hat. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und eine kraftvolle Woche. Und tschüss.